Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Wer waren das hier? American Airlines hat eine 737-800, die brennt nach der Landung. Gab auch Verletzte. Wir gehen dann weiter mit dem Thema Meilentickets. Da gibt es unangenehme Nachrichten. Meilentickets sind teurer geworden, das ist ja kein Geheimnis. Da gibt es eine Studie in den USA. Dann haben wir nochmal Neuigkeiten aus den USA, was so eine 787 eigentlich dann mehr kostet, wenn die Strafzölle kommen. Heißt also hier nochmal ein Hinweis, warum vielleicht Donald Trump an der Stelle schlecht ist. Und wir haben für alle aus der Welt der Meilenpunkte Status, die bei Merit Bonvoy sammeln wollen, erhöhte Boni bei amerikanischen Kreditkarten. Denkt wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ein Like dazulassen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich wie immer School. Kommt in die School Community. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich der Unfall in Denver. Und da ist der Flug American Airlines 1006. Der kam, wo eigentlich kam er denn her? Colorado Springs. Der schaffte es nicht wegen Vibrationen am Triebwerk nach Dallas. Der ist dann in, Dallas? Ja, genau, Dallas. Der ist in Denver dann gelandet und nach der Landung sind die Flammen aus dem Triebwerk geschlagen. Und dann ist es so natürlich, dass die Crew und die Passagiere schnellstmöglich, aber in anderer Reihenfolge, zuerst die Passagiere, dann die Crew, das Flugzeug verlassen. Da gibt es ja auch Bilder, die man gesehen hat, dass man dort auf dem Flug, der nur 20 Minuten dauerte, dann viele auch auf dem Tragfläche standen. Und interessant an der Stelle ist natürlich auch, dass man dort auf dem Flügel stehen blieb. Warum? Weil es gibt bei der 737, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich war schon lange her, als ich auf dem 737 Mockup war bei der Austrian, da ist die Procedure, glaube da war ja keine Rutsche, sondern man hat im Prinzip bei der 737 ging einfach die Door ging nach oben auf, weil die ein Scharnier hat. Und dann sind die Leute auf Tragfläche und dann ist man raus über die Landeklappen, die auch dann komplett ausgefahren sind, nach unten gerutscht. Da war also keine Rutsche als solches. Und das ist natürlich dann so ein bisschen verwunderlich, weil jeder immer denkt, da gibt es Rutschen, aber bei den NGs, beziehungsweise auch bei den Classic, da ist das nicht so. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Max ist, weil die höher ist. Aber ich meine, das wäre so die Procedure. Ihr könnt ja auch gerne unten schreiben, was ihr dazu denkt. 172 Passagiere und 12 Crewmitglieder sind durch die Notausgänge evakuiert worden. Das Feuer wurde natürlich auch schnell gelöscht. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Und 12 Passagiere haben leichtere Verletzungen erlitten. Man kann jetzt natürlich sagen, in den USA sind Unfälle mittlerweile an der Tagesordnung gefühlt. Ein bisschen jetzt überdramatisiert natürlich von mir, weil es dort zu einer Häufung von Unfällen und Zwischenfällen gekommen ist. Das ist natürlich immer wieder traurig, aber ich denke mal, dass Aviation ansonsten trotzdem noch sicher ist. Und wie immer heißt es so schön an dieser Stelle, die Fahrt zum Flughafen ist gefährlicher als selber zu fliegen. Ja, ihr könnt euch mal die Videos anschauen, da gibt es genügend Videos. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Gut, dass da nichts weiter passiert ist und dass man dort quasi Negatives verhindert hat. Wer nichts Negatives verhindern kann, ist wohl der lustige Don, da er getrieben ist von Strafzöllen und von anderen Dingen. Und da gibt es jetzt von AerCap, da hat der Angus Kelly, das ist der Chef von AerCap, das ist eine Leasing Company, wie der Preis von einer 787-9er Dreamliner aussieht, wenn diese Strafzölle kommen. Und für Boeing bedeutet das Folgendes. Er war ja zu Gast bei CNBC und er sagte, dass er halt einmal auch was zu den Fehlern gesagt hat. Und zwar, er sagte, Boeing hat im vergangenen Jahr enorme Fortschritte in Bezug auf Qualität und Sicherheit und Zuverlässigkeit gemacht. Das ist das eine.
Das finde ich auch spannend. Aber dann ist das Thema Strafzölle und Donald Trump gewesen. Da kommt das nächste Zitat. Im schlimmsten Fall sagen wir mit einer allgemeinen Zollerhöhung um 25% einen gegenseitigen Schlagabtausch will der Preis einer Boeing 787 um 40 Millionen Dollar steigen. 40 Millionen. Und niemand wird das bezahlen. Der Listenpreis der kleinsten Variante der 787 sind 248 Millionen. Also sind schon krasse Preise, wenn man überlegt, was so ein Flugzeug kostet. Natürlich, Fluggesellschaften kriegen Rabatte, ganz klar. Aber es ist halt so, dass die Boeing, die halt die Airlines in den USA beliefern, natürlich auch außerhalb der USA Flugzeuge liefern, 20-25%. Bei den Airbus bestellt man etwa 75-80% global, logischerweise. Dann könnte sich niemand die Flugzeuge mehr leisten. Der Preisanstieg bei Boeing. Kelly betont aber auch, dass es ein absolutes Worst-Case-Szenario ist und er hofft, dass das nicht passieren wird. Vielleicht wird Boeing ja auch quasi auf anderem Wege davon freigestellt, weil wir wissen ja, dass Donald Trump da eine Liebe zu Flugzeugen hat und er hegt und pflegt ja seine, glaube ich, 757, die ja auch irgendwie zum Verkauf stand und dann doch nicht oder egal wie. Auf jeden Fall, Boeing braucht Cash und man hatte 84 Milliarden an Flugzeugen auf Lagerbeständen. Teurer Spaß. Und nun muss man halt auch die Jets ausliefern und man muss natürlich auch Zertifizierungen noch erhalten für die 777X. Dann haben wir noch Zertifizierungen ausstehen für die 737 MAX 10 und MAX 8. War das der MAX 8? Genau. Und wenn man da natürlich dann weiter Probleme mit der FAA produziert, dann wird das auch hinausgezögert werden und damit wird Boeing halt weiter Marktanteile an Airbus verlieren. Ja, also ihr seht, dass solche Strafzölle immer so ein Boomerang sein können und dass das natürlich dann auch nicht immer positiv ausgehen muss. Also 40 Millionen ist ja schon viel Geld, wenn man überlegt, bei 248 Millionen, so ist recht, so viele hohe Zahlen, dass das natürlich krass kommt. Und ich hatte das ja auch erzählt, ich hatte mal geguckt, bei dem BMW X7 in den USA, der wird ja in den USA produziert, sind aber auch irgendwie knapp 25% der Teile nicht aus amerikanischer Produktion, sondern aus Überseeproduktion auf Deutschland. Antriebsstrang und Motor und so weiter. Also das wird dann auch alles teurer in den USA. Ich glaube nicht, dass es dort dann positiv wird für die Leute. Also insofern ein Schwert, was in beide Richtungen schneidet ins Fleisch. Dann gibt es eine Studie, und zwar eine Studie von der Firma Idleworks, die analysierte 1200 Flugbuchungen für den Zeitraum Juni 2025 bis Oktober 2025, alles in den USA. Aber das gibt uns auch so einen gewissen Indikator, wo die Preise bei Meilentickets hingehen. Und zwar ist es so, dass die Erwartpreise sind um 36% in 2024 gestiegen. Quatsch, seit 2019 sogar gestiegen, also seit Covid, während die allgemeine Inflation 24% betrug. Weiter ist es so, dass die Fluggesellschaften trotz Preissteigerung zum Vorjahr im Schnitt weniger Meilen pro Ticket verlangt haben. Also das heißt, dass man da halt dann trotzdem nicht so ganz mit der Steigerung mitgegangen ist. Gucken wir uns das mal genau an. Für Fluggesellschaften leider nur aus den USA. Da gibt es keine über die Lufthansa oder irgendwas Europäisches, logischerweise, weil die Amerikaner interessiert natürlich amerikanische Fluggesellschaften. Und da ist American Airlines an erster Stelle. Einzige Airline, die nämlich auch die Prämientickets für Inlandsflüge günstiger gemacht hat. Also ein Rückgang von Preis her von 21% seit 2019. Weiter ist es so, dass man weiterhin attraktive Einlösemöglichkeiten in der Economy Class hat. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen, weil wir ja sagen immer wieder, dass in der Business First Class natürlich der meiste Bang for the Buck ist. Und natürlich auch die beste Verfügbarkeit von Economy Premium. Die haben 94% unter 25.000 Meilen für Hin- und Rückflug bei American Airlines. Das liegt natürlich auch am dichten Streckennetz in den USA und natürlich an den kurzen Strecken, die teilweise geflogen sind. Also das ist jetzt so ein bisschen
ich sage jetzt mal natürlich, also es verwässert ein bisschen das Ergebnis, ist nicht ganz echt da an dieser Stelle. Gehen wir zu Southwest Airlines, die ja auch für sehr viele Themen sorgen im Moment. Viele sagen ja auch, dass Southwest Airlines einen Abgesang bekommt, weil sie halt sich jetzt mit den Preisen da aus dem Fenster lehnen, weil man jetzt Sitzplatzreservierung macht, weil man Gepäckstücke bezahlen muss, was alles vorher inklusive war, dass also Southwest Airlines da jetzt mit Auxiliary Revenue Geld macht, so wie es der Investor möchte. Auf jeden Fall ist es so, dass bei Southwest Airlines der Punktewert seit 2019 sehr stark gesunken ist, nicht gestiegen ist. Meilenentwertung um 6,5% in 2021 und dann nochmal um 4% in 2024. Dann hat man natürlich auch Einführung von Basic Economy Tarifen, die natürlich weniger Meilen bringen und Punktewert künftig dynamisch abhängig vom Ticketpreis. Und das ist ja auch das, was wir bei Lufthansa haben, dass man dort dynamische Preise einführt innerhalb von gewissen Leitplanken. Aber hey, ist das legitim oder nicht? Ich weiß es nicht. Ihr könnt das ja unten beantworten. JetBlue, da verschlechtert sich der Meilenwert kontinuierlich. Bei Alaska Airlines, da sind auch höhere Preise für Prämientickets, Meilen besser für Partnerflüge zu nutzen als für Alaska selber. Da kriegt man noch mehr Value. Das ist eher andersrum normalerweise, dass man halt mehr Meilen Value bekommt auf der eigenen Fluggesellschaft, als wenn man sie irgendwo anders benutzt. Delta Sky Miles hat einen niedrigen Gegenwert für die Meilen. Das sind nämlich nur 1,1 Dollar-Cent pro Punkt. Und die haben zwar gute Buchungstools, aber auch hohe Business-Class-Preise. United Mileage Plus, die hat die höchsten Preise für die Inlandsflugprämien, schlechte Verfügbarkeiten für die günstigeren Prämien. Aber es ist halt so, dass dort natürlich jetzt wesentlich an der Schraube gedreht wird, weil die Meilentickets und die Meilenprogramme sind Profit Center, sind ausgelagert. Das ist ja auch die Miles & More GmbH in Deutschland zum Beispiel. Also das heißt, das sind Geldmaschinen für die Fluggesellschaften, die ja teilweise Covid überlebt haben in den USA, weil sie Meilenpakete an American Express verkauft haben oder an andere, und zwar zu günstigeren Preisen. Dynamische Preisgestaltung bei den Prämientickets, das ist halt ein Trend, der in der Branche drin ist und der in der Branche immer wieder jetzt kommt. Und das ist bei verfügbaren Tickets so gewesen, dass früher, wenn es zum Beispiel näher zum Abflugdatum ging und die Märkte konnten es nicht verkaufen, dann haben sie auf Meilen rausgegeben. Das gab es sehr oft, dass eine Woche vor Abflug zum Beispiel auf einmal da Tickets verfügbar wurden. Heute ist es so, dass die Airlines auch wesentlich mehr Meilen verkaufen, als es verfügbare Sitzplätze gibt. Das heißt also, dass die Meilen so viel geworden sind, dass man die gar nicht, wenn die alle auf Sitzplätze abgerufen werden sollten, gar nicht genug hätten. Also das ist jetzt auch so ein Punkt gewesen, wo man ehrlicherweise sagen muss, dass das Meilengame nicht mehr so geil ist, wie es mal war. Müssen wir die Benachrichtigung ausstellen. Dann ist das nächste, dass dort heute auch beste Werte weiterhin bei Partner Airlines mit fixen Meilenpreisen sind. Heißt also, dass man dort natürlich den meisten Value bekommt, wenn die Meilenpreise fix sind, weil natürlich, wenn der Preis hochgeht, man trotzdem noch den fixen Meilenpreis bezahlt, dann hat man halt dort diese Sicherheit. Und das ist halt bei den flexiblen Preisen nicht der Fall. Dann geht man halt auf einmal steil hoch. Und da gibt es ja genügend Beispiele, wo man ein Vielfaches dessen bezahlen kann für denselben Sitzplatz, je nachdem, an welchem Tag man fliegt. Und das ist natürlich dann immer sehr nachteilig für uns als Vielflieger. Beste Werte, also immer noch bei fixen Programmen. Deshalb wird Lufthansa wahrscheinlich unattraktiver werden. Das muss man so sagen. Und das Fazit zu der ganzen Geschichte ist relativ einfach. American Airlines, und das nur aus amerikanischer Sicht, weil das Programm beziehungsweise die Programme von USA-Fluggesellschaften durchleuchtet werden sind. Aber ihr könnt das Ganze eigentlich kongruent zu deutschen oder europäischen Programmen feststellen und die Main Takeaways auch dafür mitnehmen, dass halt wirklich, wie ich schon sagte, flexible Programme bei der Meilen-Ticket-Ausgabe für Award-Tickets da immer wieder schlechter für uns sind, logischerweise.
Heißt also, dass man da den besten Wert in den USA bei American Airlines bekommt. Weiter geht es dann mit Southwest und United, die natürlich ihre Ticketpreise erhöht haben und damit die Meilen massiv entwertet haben. Und ja, das Schlimme ist halt wirklich, dass die dynamische Preisgestaltung es schwieriger macht, hohe Meilenwerte zu erzielen. Also das nur so als Takeaway für euch. Ihr könnt ja dazu gerne was schreiben in den Kommentaren, ob ihr das auch so seht und wie ihr das Ganze bewertet. Das letzte Thema, was wir heute haben, kommt auch aus Amerika. Es ist das alte Spiel, amerikanische Kreditkarten, natürlich lukrativer als die deutschen. Da gibt es natürlich auch einige Karten, die jetzt erhöhte Boni haben. Und zwar ist es so, die American Express Merit Bonvoy Bevy Karte, die hat 155.000 Bonuspunkte, die vorher 85.000 waren. Und dann die Brilliant, das ist die Karte, die ich selber habe, die liegt bei 185.000 Punkten und die war bei 95.000 Punkten Bonus gerechnet. Heißt also, da gibt es wieder viele Vorteile. Ein Vorteil neben den vielen, die ich halt gerne mag, ist natürlich die Multiplier. Heißt also zum Beispiel 21-fache Punkte bei der Brilliant-Karte bei American Express, bei Ausgaben bei Marriott. Ansonsten sind es 6-fache Punkte mit der Merit Bonvoy. 10-fache Punkte gibt es, wenn man auch ein Mitglied ist. Heißt also dann nochmal 5-fache Punkte als Bonus auf die Stays. So kommen die 21 zusammen. Bei der Webby sind es nur 18,5. Dann gibt es bei der Karte auch den sogenannten Dining-Bonus, $25 pro Monat. Den nutze ich auch immer relativ gerne und mag das. 3-fache Punkte bei Restaurants ist auch immer schön, wobei man natürlich immer sich nicht von den Punktewerten blenden lässt. Und Mehrwertpunkte haben halt nicht so den großen Value wie American Express Punkte. Dann gibt es natürlich nochmal diesen $100 Property Benefit und natürlich auch nochmal 25 Elite-Nächte. Das heißt also, ihr kriegt, wenn ihr die Brilliant habt, 25 Nächte pro Jahr gut geschrieben, obwohl ihr nicht im Hotel wart. Bei der Bevy sind es 15. Preislich kostet die Karte, was war die Jahresgebühr? Bei der Karte $650. Die Bevy kostet nämlich nur $250. Da muss man halt gucken, ob man den Platin-Status, den es mit der Brilliant gibt, wirklich braucht. Wenn man den nicht braucht, wenn man Lifetime Titanium ist oder Lifetime Platinum ist, dann ist man eventuell mit der Bevy besser gestellt. Man braucht dann quasi nicht die ganzen Punkte, das spart man sich dann mit dem Geld, es sei denn, man ist ein Hardcore-User. Man hat ja auch bei der Brilliant-Karte eine Freinacht dabei, also insofern für den einen oder anderen dann doch interessant. Ich danke an eurer Stelle, nein, ich danke euch an dieser Stelle, dass ihr hier wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch gerne zu kommentieren oder auf School zu kommen. Ich freue mich, euch wiederzusehen und in alter Frische und bis bald. Also, bis dann. Ciao.